Ja, das ist nicht der typische Klassenraum mit Bänken und Stühlen und Obwohl, ich muss sagen, was lernt man hier? Man lernt Disziplin, ja. Körperbeherrschung, Selbstständigkeit, selbstständig zu handeln, ne? Also sich selbst zu versorgen. Und dann Man lernt rechnen, man lernt schreiben, Ja. man lernt Hare Krishna, die Lehrer von Hare Krishna, von Krishna. Ja. Aber was ist dann, wenn er größer ist? Und dann kommen ja so die Fächer wie Biologie, Mathematik, er hat ja jetzt schon Physik, Chemie und so weiter. Was ist dann? Na, die Grundlagen haben die hier auch. Also, wir haben auch Geschichte später, Biologie, Physik. Also Physik, die lernen halt, die machen halt so Projekte. Dann, ne? Also die haben zum Beispiel ganz viel mitgeholfen, das Holzhaus zu bauen. Aha. Sowas. Und dann über diese praktische Arbeit lernen die dann halt Ja. physikalische Prinzipien. Und wie lange können die Jungs hier bleiben? Bis zu welchem Alter? 25. 25. Und dann? Was machen sie dann? Jetzt geht ihr Leben außerhalb der Schule los. Werden sie dann Mönch? Nicht alle. Manche gehen aus der Schule raus, heiraten, manche gehen studieren. Also manche, es werden fast keine Mönche. Also fast weil keiner die von haben ja denen. hier schon ihr Mönchsleben sozusagen hinter sich. Hm. Die haben ja hier dann 10 Jahre oder wie lange sie halt dann hier waren. Sehr einfach gelebt, die Schriften studiert. Und also die meisten haben dann erstmal ihr Mönchsleben abgeschlossen und wollen in die Welt. Ah. Wollen raus. Und dann ist ganz unterschiedlich. Ich meine, das ist genau so, wie wenn jetzt einer bei uns einen Abschluss macht. Da kannst du auch nicht sagen, was die nur wären. Der eine macht eine Lehre als Tischler und der nächste macht noch mal weiter einen Abschluss und will Arzt werden. Oder der nächste macht erst mal 5 Jahre Weltreise. Das ist dann ganz individuell. Also Ja, aber was ist zum Beispiel mit Computersachen und sowas? Das lernen die doch hier gar nicht. doch, wenn die da Interesse dran haben, auch. Es hat Ja. Es gibt einen, der macht hier komplette Filme für die ganze Gurukul, macht da alles selber. Ja? Ich hab gedacht, die haben ja gar keinen Strom, bitte. Ja, dann Im Gebäude der da macht in einen dem. YouTube-Kanal, der macht die ganzen Filme für die Gurukuls. Wir lernen auch Computer, wenn sie wollen, wenn sie da Interesse zeigen. Aha, ich habe gedacht, da gibt es gar keinen Strom. Nee, also das Gebäude hat Strom. Also ein Prinzip von der Gurukul ist, dass die halt da versuchen, dass eben dieser Charaktertraining für die Gurukul am wichtigsten ist erstmal. Dass sie halt die richtigen Werte bekommen, dass sie einen guten Charakter bekommen. Wie du eben gesagt hast, dass sie halt lernen, wie man selbstständig arbeiten können, wie man Verantwortung übernimmt. Das ist wichtig, Verantwortung übernehmen. Dass man auch auf seine Autoritäten hört, dass man auf seine Lehrer hört, dass man auch eine gute Beziehung hat mit den Lehrern, weil das sind keine Lehrer, die hier reinkommen, unterrichten und wieder nach Hause gehen. So, ne? Die teilweise leben hier mit, die haben richtig tiefe Beziehungen mit ihren Schülern. Und da entsteht halt ein ganz schöner Austausch zwischen Lehrern und Schülern. Und das nehmen die halt auch mit ins Leben halt. Ne? Und nicht nur mit den Lehrern, sondern mit seinen Mitschülern. Und noch dazu ist ja nicht, dass du halt nur eine Klasse hast mit lauter Gleichaltrigen. Ja, die sind ganz viel mit älteren Jungs, mit jüngeren Jungs unterwegs. Und es ist halt ein sehr gemixtes Verhältnis zwischen. Also lernen sie auch den Umgang, ne? Wie bin ich nett zu kleineren? Wie lerne ich von den Großen? Die Großen haben Verantwortung.
Und das kenne ich jetzt auch ein paar, die was jetzt auch aus der Schule raus sind, nach ein paar Jahren. Und die machen ganz verschiedene Sachen. Also ist nicht, dass die dann alle im Tempel leben und im Tempel bleiben oder Mönche werden. Viele fangen ihr eigenes Geschäft an oder ihr eigenes Business und die haben halt irgendwie auch das Selbstvertrauen dazu, irgendwie was aus dem Leben zu machen. So, ne? Ja, ist halt für uns ist auch ein ganz neues Konzept für uns auch. Ne? Ja. Das muss man erstmal auch. Weil wir sowas nicht gewohnt sind. Wir haben unsere eingefahrenen Gleise. Mit 6 Jahren gehen die Kinder zur Schule bis 16 oder 18 oder 19. Ja, und dann gehen sie in die Lehre und dann zum Studium. Und das ist hier anders. Man fängt viel früher an. Man hat diese Klassenstruktur nicht. Diesen eingefleischten Lehrplan. Aber ich denke mir mal, einen Lehrplan wird es ja auch geben. Ne? Die werden ja nicht nur so aufs Geradewohl. Die haben schon klar die haben eine Struktur, die haben einen Stundenplan, da kommen ja verschiedene Lehrer dann auch von außerhalb und unterrichten. Und Die sind nicht von 15. bis September des einen Jahres bis 14. September des anderen Jahres in Klasse 1 und dann kommen sie in Klasse 2, sondern je nachdem, wie schnell oder langsam sie sind, in dem, was sie lernen, kommen sie in die nächsthöhere Gruppe. Na, was mich auch noch gewundert hat, war, dass die Jungs alleine kamen, ohne jetzt einen größeren Jungen. Ne? Die waren ja bestimmt beide in einer Klasse, oder? Ja, das sind zusammen. Ja. Dass die Lehrer zu den Jungs so viel Vertrauen haben und dass die vernünftig ihre Eltern oder ihre Verwandten durch die Schule führen können. Ne? Ja. Das machen die halt bewusst. Die geben Achtung, Zeit. Die geben denen bewusst Zeit. so früh wie möglich Verantwortung, dass die Selbstbewusstsein kriegen. Sie können bestimmte Aufgaben. Also die ersten werden mit 11, 12, 13 werden die so Gruppenleader, ne? Und müssen sich so um 6, 7, 8 Kinder kümmern. Ja. Und gucken, dass die halt pünktlich immer sind, dass die geduscht sind, dass die ihre Wäsche gewaschen haben, dass sie zum Essen kommen, ihre Sachen sauber machen. Und da sind 12-, 13-Jährige, die kümmern sich um kleine Jungs. Ne? Also die haben natürlich noch jemanden, der die dann beaufsichtigt. Na klar, ist jetzt nicht, dass die jetzt machen. Ne? Ja, das habe ich heute früh im Tempel ja auch gesehen, dass 2, 3 Jungs mit so einem größeren Jungen durch den Tempel gegangen sind. Genau, die müssen dann darauf aufpassen, dass die den nicht... Aber nochmal zurück jetzt zu den beiden, die uns die Schule gezeigt haben. Man hat ja auch gemerkt, dass die das richtig ernst nehmen. Ne? Ja. Da hat ja keiner jetzt hier Unsinn gemacht, wie man das von Kindern kennt, oder rumgealbert oder irgendwas. Die haben das richtig ernst genommen, uns die Schule zu zeigen. Ja, es kommen auch sehr viele Besucher hier natürlich auch her. In die Schule. In die Schule und wollen halt die Schule sehen und dann schicken die öfters halt kleinere Jungs mit. Ja, es ist auch so ein bisschen so ein Stolz dahinter. Ne? Wir wollen jetzt unsere Schule zeigen. Und Wir düsen jetzt zum Saftstein.